wir sind die Ansar, die Helfer Gottes und die militärische Streitmacht des Islam. Ihr, die Emigranten, seid nur eine Brigade der militärische. Dennoch sind einige von ihnen so weit gegangen, dass sie uns unserer natürlichen Führung berauben und uns unsere Rechte verweigern wollen. Abu Bakr, möge Allah mit ihm zufrieden sein, sprach zu den Ansar: O Männer von Ansar! Wir, die Migranten, waren die Ersten, die den Islam akzeptierten. Wir genießen die edelste Abstammung und Abstammung. Wir sind die angesehensten und angesehensten sowie die zahlreichsten in Arabien. Darüber hinaus sind wir die nächsten Blutsverwandten des Propheten. Der Koran selbst hat uns den Vorzug gegeben. Denn es ist Gott, möge er im Lobpreis gepriesen sein, der sagte: In erster Linie waren Al-Immigranten, dann Al-Ansar und dann diejenigen, die diesen beiden Gruppen in Tugend und Rechtschaffenheit gefolgt sind. Dann ergriff Abu Bakr, möge Allah mit ihm zufrieden sein, die Hände von Omar und Abu Ubaida, die auf beiden Seiten von ihm saßen, und sagte: Jeder dieser beiden Männer ist für uns als Führer der muslimischen Gemeinschaft akzeptabel. Wählen Sie, wen Sie wollen. Zu diesem Zeitpunkt hob Omar, möge Allah mit ihm zufrieden sein, die Hand von Abu Bakr, möge Allah mit ihm zufrieden sein, und sagte: O Abu Bakr! Hat Ihnen der Prophet nicht geboten, die Muslime im Gebet zu leiten? Sie sind daher sein Nachfolger. Indem wir sie wählen, wählen wir den Besten von allen, die der Prophet Gottes liebte und denen er vertraute. Die Ansar und Immigranten traten dann vor und leisteten Abu Bakr, möge Allah mit ihm zufrieden sein, den Treueeid, Bet. So löste die entstehende islamische Gemeinschaft die Frage der Nachfolge und begann mit dem Aufbau des Gebäudes ihrer Geschichte. Der Prozess stellte Ali ibn Abu Talib, möge Allah mit ihm zufrieden sein, Talha ibn Ubaidullah und Zubair ibn al-Awwam nicht ganz zufrieden. Ali, möge Allah mit ihm zufrieden sein, der die Familie des Propheten vertrat, war mit den Beerdigungsvorbereitungen beschäftigt. Talha und Zubair waren nicht an den Vorgesprächen beteiligt. Zunächst hielt Ali, möge Allah mit ihm zufrieden sein, seinen Treueeid zurück. Doch als Abu Sufjan auf ihn zukam, um sich zum Kalifen zu erklären, erkannte Ali, möge Allah mit ihm zufrieden sein, die Gefahren der Spaltung in der Gemeinschaft und akzeptierte das Kalifat von Abu Bakr. Laut Ibn Khaldun nahm Ali ibn Abu Talib, möge Allah mit ihm zufrieden sein, seine Treueeid, Bet, 40 Tage nach dem Tod des Propheten ein. Laut Ibn Kathir geschah dies erst nach dem Tod von Fatima, Allah möge mit ihr zufrieden sein, 6 Monaten nach dem Tod des Propheten. Talha ibn Ubaidullah und Zubair ibn al-Awwam gaben bald darauf ihre Beita. Die schiitischen Chronisten akzeptieren die Mehrheit-Version nicht und behaupten stattdessen, dass das Kalifat rechtmäßig alles, möge Allah mit ihm zufrieden sein, durch die Deputation des Propheten gehörte. Allerdings besteht unter allen Chronisten Konsens darüber, dass etwaige Meinungsverschiedenheiten bezüglich der Frage der Nachfolge während der Zeit von Abu Bakr und Umar, möge Allah mit ihm zufrieden sein, stillstanden und erst mit dem Kalifat von Uthman, möge Allah mit ihm zufrieden sein, ans Licht kamen.
Erst viel später, als sich die Positionen während der Ban Umayya 665 bis 750 und Abbasiden-Dynastie 750 bis 1258 verhärteten, brachten beide Seiten doktrinäre Argumente vor, um parteiische Meinungen zum Kalifat und zum Wilayat Imamat zu untermauern. Somit beruhen die Unterschiede zwischen Schiiten und Sunniten nicht auf Religion oder Glauben, sondern hatten ihren Ursprung in der Nachfolgepolitik und der Geschichte. Einige Sufis messen der Frage der Nachfolge noch eine weitere Dimension bei. Die Sufis repräsentieren die spirituelle und esoterische Dimension des Islam. Ihr enormer Einfluss hat den Verlauf der islamischen Geschichte tiefgreifend beeinflusst. In ihrer Vision dreht sich die Spiritualität der Menschheit in jedem Zeitalter um einen Qutb. Das Wort Qutb bedeutet Dreh- und Angelpunkt, Pol, Häuptling und Anführer. Wenn es einen Propheten auf der Erde gibt, ist er der Qutb. Er reinigt das Bewusstsein der Menschheit, damit sie der göttlichen Erleuchtung würdig wird. Moses war zu seinen Lebzeiten der Qutb für die Spiritualität der Menschheit, ebenso wie zu ihrer Zeit David, Salomo, Josef und Jesus. Solange Mohammed lebte, war er der spirituelle Pol der Menschheit. Nach seinem Tod ging der Mantel der Spiritualität an Fatima, möge Allah mit ihr zufrieden sein, die Tochter des Propheten, über. Nach Fatima, möge Allah mit ihr zufrieden sein, ging der Mantel an Ali ibn Abu Talib über. Die meisten Sufi-Orden beanspruchen ihre Spiritualität von Ali, möge Allah mit ihm zufrieden sein, und aufgrund der Kontinuität über Fatima und letztendlich vom Propheten Mohammed. Solange Fatima, möge Allah mit ihr zufrieden, lebte, so behaupten die Sufis, hätte Ali Abu Bakr, möge Allah mit ihm zufrieden sein, seine Baita nicht geben können. Erst nach dem Tod von Fatima, möge Allah mit ihr zufrieden sein, 6 Monaten nach dem Tod des Propheten, gab Ali Abu Bakr, möge Allah mit ihm zufrieden sein, schließlich seine Treue. Dieser Ansicht zufolge lag der Mantel der Spiritualität weiterhin bei Ali ibn Abu Talib, möge Allah mit ihm zufrieden sein, dem wichtige juristische Fragen von den Kalifen Abu Bakr, Umar, möge Allah mit ihm zufrieden sein, und Uthman, möge Allah mit ihm zufrieden sein, und sogar von der Fraktion übertragen wurden unter der Leitung von Muawiyah. Mit der Wahl von Abu Bakr, möge Allah mit ihm zufrieden sein, schufen die Gefährten mehrere Präzedenzfälle. Sie zeigten, dass die Muslime eine lebendige Gemeinschaft waren, die in der Lage war, in Abwesenheit des Propheten, ihr eigenes Schicksal durch einen kollektiven Beratungsprozess zu artikulieren. Sie stellten fest, dass der Kalif als weltlicher Herrscher der islamischen Gemeinschaft, ein Mann der Frömmigkeit, des Vertrauens, des Wissens, der Stärke, der Gerechtigkeit, der Integrität und der Rechtschaffenheit sein musste.